Hallo, hier ist Michelle und ihr seid auf meinem Kanal, wo ich meine Handelsstrategien teile. Danke für eure Unterstützung, für Likes, Abos und Kommentaren, wo auch man vielleicht Ideen für die nächsten Videos schreiben kann. Auch wenn ihr von mir Handelssignale bekommen möchtet, habe ich meinen Telegram-Kanal in der Beschreibung des Videos hinterlassen. Meldet euch dort, schreibt mir das Codewort Signale und ich füge euch hinzu. Heute werden wir mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Auf- und Abwärtstrends sowie anderen Situationen und Regeln auf dem Markt handeln. Ich verwende einen Zeitrahmen von 15 Sekunden, um den Markt zu analysieren und eröffne Trades von 1 bis 5 Minuten je nach Marktsituation. Ich arbeite immer mit den Situationen, die ich am besten kenne und verstehe. Heute werden wir also solche Situationen aufsuchen und versuchen, Gewinne zu erzielen. Ich habe heute $27 eingezahlt und ich plane diesen Betrag auf etwa $5.000 oder $6.000 zu erhöhen. So mal sehen, wie sich die Situation entwickelt. Wenn ich mein Ziel heute erreiche, werden wir am Ende noch einen Antrag auf Abheben des Geldes stellen. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an. Vielleicht gefällt euch auch ja diese Art des Handels und ihr könnt mit dieser Strategie gutes Geld verdienen. Aber ich möchte euch auch warnen, dass es nicht ausreicht, nur eine Strategie zu haben. Beim Handel spielt Erfahrung eine wichtige Rolle, die nur mit der Zeit gewonnen werden kann. Deshalb solltet ihr euch nicht grämen, wenn es euch plötzlich nicht gelingt, das Ergebnis vom Anfang zu wiederholen. Trainiert einfach weiter und sammelt eure eigenen Handelserfahrungen und dann werdet ihr mit Sicherheit gute Ergebnisse dann haben. Also Freunde, lasst uns losgehen und den ersten Einstiegspunkt für den Handel finden. Hier unten haben wir also ein Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass der Kurs dieses Niveau bereits früher berührt hat und nach einiger Zeit nähert sich der Kurs wieder diesem Niveau. Gerade in diesem Moment hat sich eine impulsive grüne Kerze gebildet. Es gab einen Pullback nach oben. In dieser Situation empfehle ich, einen Abwärtshandel mit einem Spielraum von 3 Minuten, würde ich sagen, zu eröffnen. Es ist wahrscheinlicher, dass sich der Preis in naher Zukunft weiter in Richtung dieses Niveaus bewegen wird. Und da wir sehen, dass es in letzter Zeit eine Abwärtsbewegung gibt, werden die wichtigsten Kurshöchststände immer niedriger. Der Preis hat ein gutes Abwärtspotenzial und es ist wahrscheinlich, dass der Preis sich weiter in Richtung des Niveaus bewegt. Wir werden versuchen, mit dieser Abwärtsbewegung Geld zu verdienen. Ich nehme mir auch 3 Minuten Zeit und berücksichtige dabei eine mögliche horizontale Trendlinie oder einen Pullback nach oben. Wie ihr versteht, bewegt sich der Preis so wellenförmig und unter Berücksichtigung all dieser Bewegungen nehmen wir uns Zeit mit Reserve. In der Regel ist diese Zeit in den meisten Fällen ausreichend. Beobachten wir also den Handel. Gut gemacht. Wie ihr sehen könnt, hat sich der Preis weiter auf das Niveau bewegt und wir machen einen Gewinn. Diese Situation funktioniert recht gut. Wir haben es geschafft, mit dieser Abwärtsbewegung Geld zu verdienen und wie man sieht, waren 3 Minuten Zeit genug für uns. Machen wir also weiter. So, wie ihr sehen könnt, sind wir selbst nach einiger Zeit auf diesem Währungspaar. Wir sehen, dass der Preis dieses Niveau durchbrochen hat, sicher nach unten bewegt und an diesem Punkt hat es eine Art von Fading gegeben. Der Kurs hat angehalten, grüne Kerzen beginnen sich zu bilden und in einer solchen Situation schlage ich vor, einen Abwärtshandel buchstäblich für 1 Minute zu eröffnen. Mit größerer Wahrscheinlichkeit wird der Kurs in naher Zukunft nach dem Durchbrechen des Unterstützungsniveaus in die Korrekturzone eintreten. Es wird einen Pullback in die entgegengesetzte Richtung geben und wir werden versuchen, mit dieser Korrekturbewegung nach oben Geld zu verdienen. In der Regel reicht in solchen Situationen 1 Minute völlig aus. Ich hoffe, dass wir dieses Mal auch in der Lage sein werden, an dieser Aufwärtsbewegung zu arbeiten. Lasst uns also auf das Ergebnis warten. So ja, das ist nicht schlecht. Also der Kurs hat wirklich die Korrekturzone erreicht und wir haben es geschafft, mit dieser Aufwärtsbewegung Geld zu verdienen. 1 Minute war für uns völlig ausreichend. Wie man sieht, entwickeln sich diese Situationen sehr gut. Nun, das ist kein schlechter Start für uns. Machen wir weiter und suchen wir nach dem nächsten Einstiegspunkt. Hier unten befindet sich ein Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass es hier eine Abwärtsbewegung gab. Zu diesem Zeitpunkt bewegt sich der Preis in der Zone der horizontalen Trendlinie. Es gibt einen gewissen Rückgang des Unterstützungsniveaus. Genau in diesem Moment gibt es einen Impuls nach unten. Und hier eröffnen wir einen einminütigen Abwärtshandel. Genau in diesem Moment beginnt der Preis, dieses Niveau zu durchbrechen. Und wie man sieht, hat sich eine stark impulsive rote Kerze gebildet. Und ich denke, dass wir in dieser sehr impulsive Preisbewegung nach unten in den Ausbruch des Niveaus einsteigen werden. In der Regel reicht in solchen Situationen 1 Minute völlig aus. Beobachten wir den Preis und sehen wir, was hier in der nächsten Minute passieren wird.
Ja, prima, gut gemacht. Wie ihr sehen könnt, wurde dieses Niveau durchbrochen und wir haben einen Gewinn erzielt. Wir haben es gerade geschafft, beim Durchbrechen des Unterstützungsniveaus einen Gewinn zu erzielen. Auch diese Situationen zeigen sich perfekt. Wie ihr wisst, habe ich all diese Situationen schon viele Male auf dem Markt gesehen und das bestätigt einmal mehr die Tatsache, dass alle Situationen auf dem Markt auftreten und sich wiederholen. Und unsere Aufgabe ist es, sie rechtzeitig zu finden und zu erkennen. Und natürlich auch Zeit zu haben, diese Kursbewegungen zu bearbeiten. Ich bin sicher, dass ihr, wenn ihr weiter handelt und euch weiterbildet, auch lernen werdet, solche Situationen zu finden und zu bearbeiten. Lasst uns also damit fortfahren, weitere funktionierende Momente auf dem Markt zu finden. Hier unten haben wir ein Unterstützungsniveau. In dieser Situation empfehle ich sofort, einen Abwärtshandel zu eröffnen. Wie wir sehen können, hat sich der Kurs im Moment umgekehrt, bewegt sich abwärts und nähert sich dem Unterstützungsniveau. Auch das allgemeine Kurspotenzial ist rückläufig. Es ist wahrscheinlicher, dass sich der Kurs in naher Zukunft direkt auf das Unterstützungsniveau zu bewegen wird. Und wir werden versuchen, mit dieser Abwärtsbewegung Geld zu verdienen. Warten wir das Ende des Handels ab und sehen wir, mit welchem Ergebnis er abschließen wird. Ja, schön, wie ihr sehen könnt, bewegte sich der Kurs weiter in Richtung des Niveaus und wir machten Gewinn. Es ist uns gelungen, mit dieser Abwärtsbewegung Geld zu verdienen. Auch diese Situationen funktionieren recht gut. Lasst uns dann weitermachen und weitere Marktsituationen finden. Hier oben haben wir ein Widerstandsniveau. Wir können auch sehen, dass der Preis wieder nach unten gezogen hat und nach dem Pullback hat er sich umgekehrt und nähert sich wieder dem Niveau. Auch die Preistiefs werden immer höher. Überwiegend bewegt sich der Preis nach oben und ich empfehle hier einen Aufwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen. Es ist wahrscheinlicher, dass sich der Kurs in naher Zukunft weiter in Richtung dieses Niveaus bewegen wird, da der Kurs ein ausgezeichnetes Aufwärtspotenzial hat. Ich hoffe, dass 3 Minuten in dieser Situation ausreichen werden. Beobachten wir einfach den Kurs und sehen wir, was in den nächsten 3 Minuten hier passiert. Ja, super, wie man sieht, hat sich der Kurs weiter nach oben bewegt und wir haben einen Gewinn hier erzielt. Es ist uns gelungen, mit dieser Aufwärtsbewegung Geld zu verdienen. Gleichzeitig können wir auch sehen, dass der Preis weiterhin nach oben geht. Er hat aber noch nicht das Widerstandsniveau erreicht und es ist durchaus möglich, dass sich der Kurs in naher Zukunft weiter in Richtung dieses Niveaus bewegen wird. Es ist auch gut möglich, dass er durchbrochen wird. Daher können wir versuchen, den nächsten Handel auch hier zu eröffnen. Lasst uns für 3 Minuten nach oben gehen. Ich hoffe, dass die Zeit diesmal ausreicht und wir in der Lage sein werden, mit dieser Aufwärtsbewegung Geld zu verdienen. Lasst uns also auf das Ergebnis warten. Also Freunde, wie ihr sehen könnt, bewegte sich der Preis weiter nach oben. Es gab auch einen falschen Ausbruch und danach ist der Preis nach unten zurückgegangen, aber zur gleichen Zeit haben wir es geschafft, unseren Handel mit dem Plus abzuschließen. Der Schlusspunkt unseres Handels war höher als der Eröffnungspunkt und gleichzeitig sehen wir auch, dass der Kurs sich weiter auf das Niveau zubewegt. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass dieses Niveau noch nicht vollständig durchbrochen wurde. Ich werde den Kurs jetzt eine Weile beobachten und vielleicht eröffnen wir auch hier den nächsten Handel. Okay Leute, es gibt hier einen Aufwärtsimpuls. Hier eröffnen wir einen Aufwärtshandel für buchstäblich 1 Minute. Wie ihr sehen könnt, hat sich im Moment nach der horizontalen Trendlinie eine grüne Impulskerze gebildet und gerade in diesem Moment gibt es einen Durchbruch des Widerstandsniveaus. Ich denke, wir werden Zeit haben, an dieser Aufwärtsbewegung zu arbeiten. In der Regel ist 1 Minute in solchen Situationen auch völlig ausreichend. Mal sehen, was hier in nächster Zeit passieren wird, mit welchem Ergebnis unser Handel diesmal abschließt. Nun ganz gut, Freunde, wie ihr sehen könnt, setzte der Kurs seine Aufwärtsbewegung fort. Dieses Niveau wurde vollständig durchbrochen und wir haben es geschafft, mit dieser Aufwärtsbewegung Geld zu verdienen. 1 Minute reichte uns völlig aus. Diese Situationen funktionieren auch sehr, sehr gut. Wie man sieht, ist es uns gelungen, 3 aufeinander folgende Geschäfte für dieses Währungspaar zu prognostizieren. Das bedeutet, dass unsere technische Analyse richtig war. Das heißt, der Preis sagt uns durch seine Bewegung und die Kerzinformation, was er weiter vorhat. Und ich bin auch sicher, dass auch ihr mit der Zeit lernen werdet, diese Informationen zu lesen und zu verstehen. Und deshalb werdet ihr in der Lage sein, die weitere Kursbewegung vorherzusagen. Setzen wir also unser Handel fort. Hier oben haben wir ein Widerstandsniveau. Wir können auch sehen, dass es einen Pullback von diesem Niveau nach unten gab und an diesem Punkt gab es ab einem bestimmten Punkt eine Umkehrung und grüne Kerzen beginnen sich wieder auch zu bilden. Hier werden wir einen Aufwärtshandel für 2 Minuten eröffnen. Da der Kurs auch hier ein hervorragendes Aufwärtspotenzial hat, ist es durchaus möglich, dass sich der Kurs in naher Zukunft
weiter in Richtung des Niveaus bewegen wird. Es ist aber gut möglich, dass sie durchbrochen wird. Und hoffentlich sind 2 Minuten in dieser Situation ausreichend. Wie wir sehen können, bewegt sich der Preis ziemlich impulsiv. Nun beobachten wir den Preis und sehen, mit welchem Ergebnis unser Handel hier abschließt. Ziemlich gut, Leute. Wie ihr sehen könnt, hat sich der Preis weiter nach oben bewegt und wir haben mit diesem Handel Gewinn erzielt. 2 Minuten haben für uns gereicht. Jetzt werde ich auch den Preis ein wenig zu beobachten und vielleicht werden wir den nächsten Handel hier gut zu öffnen. Also Freunde, wir sehen, dass nach einiger Zeit der Preis weiter nach oben bewegt und dieses Niveau wurde vollständig durchbrochen. Auch eine sichere, impulsive grüne Kerze wurde gebildet und jetzt hat der Preis gestoppt. Es gibt einige Fading hier. Hier werden wir einen Abwärtshandel für buchstäblich 1 Minute eröffnen. Ich denke, dass der Preis in naher Zukunft nach dem Durchbruch des Niveaus in die Korrekturzone eintreten wird. Es wird einen Pullback in die entgegengesetzte Richtung geben und in den meisten Fällen kommt es nach einem Impulsausbruch zu einem solchen. Ich hoffe, dass der Preis auch dieses Mal in die Korrekturzone gelangt und wir in der Lage sein werden, mit dieser Abwärtsbewegung Geld zu verdienen. Beobachten wir jetzt den Kurs und sehen, was hier in der nächsten Minute passiert. So, wie man sieht, hat der Kurs wirklich die Korrekturzone erreicht. Es ist uns gelungen, mit dieser Abwärtsbewegung Geld zu verdienen. Und 1 Minute hat uns völlig gereicht. Wie ihr seht, funktionieren auch diese Situationen perfekt. Wie man sieht, warte ich auf den Moment, den ich kenne und verstehe. Und ich steige dort ein, wo ich mir so sicher wie möglich bin. Natürlich gibt es beim Handel immer ein gewisses Risiko. Aber mit Handelserfahrung stellt sich heraus, dass man diese Risiken minimieren kann. Und auf diese Weise stellt sich heraus, dass man die besten Einstiegspunkte wählt. Also Freunde, in der Zwischenzeit habe ich bereits 4.379 $ auf dem Konto und ich schlage vor, hier zu beenden. So ja, ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr einige nützliche Infos für euch selbst gelernt habt. Mehr Handelssignale sind in meinem Telegram-Kanal zu finden. Schreibt mir das Codewort Signale, um Zugang zu erhalten. Hier verabschiede ich mich von euch. Abonniert den Kanal, gebt dem Video Daumen nach oben, habt einen guten Handel und mehr profitable Geschäfte. Tschüss, bis bald!